Ich will nicht sagen, dass ich Angst hatte um mein Leben, aber eigentlich irgendwie schon, weil man ja nie wusste, wie reagieren die? Stehen die auf, schlagen die dich zusammen? Was passiert dann? Hallo. Hallo. Ja. Hallo, Hi. ich bin Lisa. Und ich bin Ibrahimo. Dann würde ich, glaube ich, mal mit der ersten Frage starten, oder? Ja, können wir anfangen. Ich bin Lisa, ich bin tatsächlich in Berlin geboren, habe ungefähr ein Jahr, glaube ich, in Neukölln gelebt, bin dann nach Lichtenberg gezogen und habe dort 14 Jahre lang gelebt mit meiner Familie. Habe eine deutsche Mutter und einen südafrikanischen Erzeuger, zu dem ich aber keinen Kontakt habe. Also ich habe sozusagen, also ich bin komplett deutsch aufgezogen worden, sage ich mal. Und bin dann auf eine Kita, wo auch viele Kinder waren mit Migrationshintergrund und so. Das war ganz schön. Und dann bin ich auf eine normale Schule gekommen, wo es nicht so schön war. Also da war ich auch das erste Mal so richtig mit Rassismus konfrontiert, dass ich halt dort auch beschimpft wurde und sowas, dass halt irgendwie Deutsche besser sind als Afrikaner und so einen ganzen Kram. Und ich habe das halt noch nicht so ganz verstanden, weil ich 5 Jahre alt war, als ich eingeschult wurde. Und habe dann die Schule gewechselt und dort ging es halt immer weiter mit Rassismus, bis eigentlich ja, die ganze Zeit, sozusagen meine gesamte Schullaufbahn hat sich da durchgezogen und war eigentlich immer auf freien Schulen, also Privatschulen auch, wo halt also meistens eigentlich weiße Kinder tatsächlich waren. Also ich war meistens das einzige schwarze Kind. Habe dann irgendwann auch noch einen Bruder bekommen, einen kleinen. Also habe jetzt mittlerweile 2 und das hat mich auch sehr schockiert, dass der nicht schwarz war, sondern weiß. Also ich habe einen Stiefvater, der aus Sachsen kommt und bin jetzt seit 3 Jahren ungefähr in Hessen und arbeite dort bei den Areusen Archives. Ich bin geboren in Mosambik. Farmübersetzer in Portugiesien, die waren die auch als kolonialen Herren. Und für mich, die waren unsere Respektpersonen und wir kannten auch nicht was anderes, weil haben wir gelebt in der Farm und dort bin ich auch geboren. Und dann wurde ich immer von den Eltern beigebracht, dass die Weiß sind die Götter. Und war auch natürlich, wir haben gelebt in den Farmen von den Göttern und selbstverständlich, ja, und dass man auch arbeiten da und die Götter entscheiden alles. Und dann aber gab es die Möglichkeit, dann die junge Leute außerhalb zu gehen, in andere Länder gehen und lernen. Und dann unbedingt. Seid ihr bereit nach DDR? Und dann, ja, okay. Hauptsache, wir sind hier raus hier. Wir waren 281 Personen im Flugzeug. Und dann am Flughafen wird wir empfangen und dann haben sie in 5 Gruppen. Und dann, wo mein Name gegangen ist, und dann haben sie gesagt, diese Gruppe bleibt in Berlin. Machen wir. Aber arbeiten lernen wir als Weicher und dann machen wir das. Ich habe gesagt, ja, aber ich kann nicht Schwein anfassen, weil ich bin Moslem. Gleichzeitig, weil im Wohnheim war immer so viele kritische Sachen. Und dann habe ich gleich mich gebeten, unterwegs am ersten Tag gleich gefragt, wo kann ich hier Box trainieren? Und dann mit dem Boxen und dann lernen, Weiche, alle. Und dann eine Box hatte mich sehr viele nach vorne gebracht und diese Wende und dann habe ich dann als Sozialarbeiter gelernt und dann nachher gearbeitet und dann durch meine Boxkarriere bin ich auch einen Vertrag bekommen, ich ging Berlin verlassen, bin nach Schweden an der Oder. Dann habe ich Schweden an der Oder dort gelebt, ja, und bis meine Boxkarriere und dann aber nachher, ich hatte Familie und alle, Frau kennengelernt, eine Deutsche und dann Kinder. Und dann Kinder haben Schwierigkeiten bekommen, wenn wir ihr aussehen, Mutter ist weiß und der Vater bin ich. Und dann gab es viele kritische Sachen, muss ich fast jeden Tag kämpfen. Der Rassismus und muss meine Kinder verteidigen, ich muss selbst mich verteidigen. Nenne ungefähr 3 Begriffe oder 5 Begriffe, die dein Leben umschreiben und begründe diese. 3 Sachen, es sind der Respekt und Kennenlernen und das Leben alles gemeinsam mit alle anderen Gesellschaft durchzuführen. Ja, ich glaube, also
Bei mir ist es definitiv, glaube ich, der Respekt gegenüber anderen Menschen, also dass man jedem Respekt gegenüberbringen soll. Mein geschichtliches Interesse macht mich auch sehr doll aus, auch mein politisches Interesse. Dann auf jeden Fall würde ich sagen auch so Musik, also ich höre sehr viel Musik. Und natürlich Kochen auch, also ich koche sehr gerne, das ist so meine Passion irgendwie. Und meine Familie auf jeden Fall, das auch. Also ich bin ein sehr doller Familienmensch und versuche auch, sofern es möglich ist, sehr viel Zeit mit denen zu verbringen. Und vielleicht noch meinen Hund, wenn ich ihn sehe. Interessant. Wie identifizierst du dich? Also ich identifiziere mich als ein normaler Teil der Gesellschaft. Ja, Das ist nicht bei dir. das ist schwierig. Also ich würde sagen, ich identifiziere mich als sehr freundlicher Mensch, zumindest zu Menschen, die ich kenne. Dann identifiziere ich mich auf jeden Fall als Antifaschistin, definitiv. Also ich versuche da auch viel Arbeit zu machen, sage ich mal. Versuche auch viel über auch meine Rassismuserfahrungen zu reden und sowas. Also dass ich halt versuche, den Leuten auch zu erklären, was es mit einem macht und bedeutet. Weil ich habe das Gefühl, viele, also vor allem weiße Personen, haben nicht unbedingt dieses, oder haben definitiv nicht das Gefühl dafür, was es heißt, damit zu leben. Und dann versuche ich halt auch immer sehr sachlich manchmal auch mit den Menschen zu reden. Wenn ich merke, da wird irgendwas Falsches gesagt, aber es passiert, also ich kann es auch nicht immer natürlich, ne? Also es kommt immer drauf an. Ich bin ja noch sehr jung, also ich kann das noch gar nicht so. Ist ja noch genug Zeit. Ja, eben, ist ja noch nicht vollendet sozusagen. Wir sind auch mit drin und man lernt nie genug. War Rassismus für dich bereits in deinem Geburtsland ein Thema? Ja, man hat natürlich in der Schule auch dann im Nachhinein gelernt, dass es ja Rassismus ist. Aber mit Begeisterung von meinen Eltern, Großeltern, alle, auch die nehmen weiß, dass die Götter sind und dass wir geboren sind, um die Götter zu dienen. Das habe ich als Kind genossen, habe das mit der Begeisterung das verfolgt und dann auch geliebt. Und da hat dann ein Junge zu mir gesagt, dass Hitler mich ja vergast hätte. Was waren deine einprägsamsten persönlichen Erfahrungen? Ja, und da kommt die Polizei, statt mir zu helfen, sagt, hey, wir wissen, dass du Boxer bist und dann wir nehmen dich mit. Du bleibst im Knast für immer.